Klemmbausteinwelt, Freunde. Schaut mal, hier habe ich von Lego den Ford Mustang 1967 GT Fastback mit einem V8 Motor, dem Big Block 390, wenn mich nicht alles täuscht. Zurzeit erhältlich leider nur bei Lego, 129,99 € ist der Preis. Ich denke aber, dass auch der den Weg in den freien Handel schaffen wird und man dann dort den ein oder anderen Euro in irgendeiner Rabattaktion sparen kann. Und wie jetzt dieses Auto, schön ist er, ne? Ich finde ihn richtig klasse. Sei es drum, wie aus dem Karton nun dieses fertige Auto geworden ist, das schauen wir uns jetzt mal in aller Ruhe an. Da haben wir wieder den Mustang im Karton. Der Karton kommt Lego bewährt. Wir haben das Lego-Logo, darunter die Altersempfehlung und die Nummer des Bausatzes sowie um was es sich für ein Fahrzeug handelt. Die Steineanzahl 1471. Einmal die Draufsicht mit der Bemaßung, wie groß das Auto dann später sein wird. Hier wird uns verraten, was alles für Steine in dem Bausatz drin sind. Wir können hier oben, das muss ich nochmal zeigen, auch schon ganz klar erkennen, wir haben hier Teile, die nicht mit Aufklebern versehen werden, sondern die direkt mit Prints geliefert sind. Da bin ich dann auch gespannt, wie sich das dann später gestaltet. In einigen Foren habe ich schon gelesen, wenn das im Endstadium ist, kann man erkennen, dass es nicht alles hundertprozentig ist, also keine gerade Linie übers Fahrzeug, sondern dass es da wohl Versätze geben kann. Das wurde nicht überall bestätigt, aber vereinzelt habe ich davon gelesen. Auf der Rückseite verschiedenste Ansichten, in groß dargestellt und nochmal in klein. Was wir dann später mit dem Auto alles machen können, wird uns dann hier schon mal beschrieben. Da gehen wir dann auch drauf ein, wenn das Auto fertig ist. Ansonsten üben wie drüben nur noch mal kleinere Bilder von dem fertigen Mustang. Den Mustang gab es im Lego Shop mit diesem Aufkleber. Den soll man sich, so stellt sich das Lego vor, auf sein Auto kleben, ein Foto davon machen und es dann via Social Network mit den teilen. Ob man das möchte, das ist dann nun mal jedem überlassen. Ich mache es nicht. Dann gab es dabei diesen Schlüsselanhänger. Wir packen den mal aus, schauen uns den mal an, was uns Lego da mitgebracht hat. Wir haben zum einen auf der Vorderseite, ich lasse ihn jetzt mal hier in der Pappe drin, dann kann ich ihn wieder wegtun. Wir haben dann hier, ich hoffe man kann es sehen, Ford Mustang draufstehen, als Wendemünze, so bezeichne ich das mal. Auf der anderen Seite natürlich das Lego-Logo und ein kleines Schildchen, dass es sich um Lego VIP handelt. Ich hoffe, man kann das sehen. Lustig finde ich auf der anderen Seite, das hat man dann sehr, sehr groß gehalten, das hier Made in China 12/2018, vermute ich mal, soll es bedeuten, sei es drum. So. Dann packen wir unseren Karton mal aus und schauen mal, was Lego uns hier alles reingepackt hat. Wir haben hier Baustücksortierte Tüten, 6 an der Zahl. Sehr übersichtlich, die Anleitung, ein Stickerbogen. Zum Aufmachen haben wir nichts. Einmal den Stickerbogen, verschiedenste Nummernschilder drauf. So, den legen wir uns erstmal weg und dann schauen wir später mal danach. Die Anleitung, wie wir es von Lego gewohnt sind, Teileliste, hier nochmal Werbung für die Achterbahn,
Für den Aston Martin wird ja auch noch mal ein wenig beworben. 206 Seiten, 46 Bauschritte sollen es sein. Jo, ich werde dann mal ein wenig sortieren und dann bauen wir das Gefährt mal zusammen. So, da habe ich nur alles vorbereitet für den ersten Bauschritt. Das schauen wir uns dann mal an. Ich baue das mal kurz zusammen und dann gehen wir mal drauf ein, wie weit wir da gekommen sind, was wir da so gemacht haben. So, da haben wir den ersten Teil des Chassis fertig. Die ersten technischen Komponenten sind eingebaut. Es funktioniert alles wunderbar, so wie wir es eigentlich seit Jahren von Lego gewohnt sind. Die Klemmkraft, die Farbgebung und die Steine als solches. Da brauchen wir über nichts zu reden, da gibt es auch nichts zu jammern. Ich schnappe mir jetzt die Tüten für den zweiten Bauabschnitt und werde dann damit beginnen. So, es nimmt immer mehr Form an, unser Chassis. Wir haben jetzt den Motor mit eingebaut. Die Schläuche werden ein bisschen verdreht, liegen leider genau über den Print, die Aufkleber. Kommen wir noch ein bisschen näher ran. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also man sieht, dass es Aufkleber sind. Prints wären definitiv die bessere Wahl gewesen. Ich werde mich jetzt an Bauabschnitt 3 begeben. Ihr dürft mir wieder dabei zugucken. Und dann schauen wir uns das Resultat des dritten Bauabschnittes auch an. Da haben wir ihn fertig, den dritten von 6 Bauabschnitten. Halbzeit. Ich werde mich jetzt an den vierten Abschnitt begeben. Wir fangen jetzt langsam an, die Karosse zuzumachen. Die Scheiben kommen rein, mit dem Dach wird begonnen. Ich bin gespannt, wie es danach aussieht. Da haben wir ihn fertig, den vierten Bauschritt. Was haben wir gemacht? Schaut mal. Ist das schön oder ist das schön? Andere würden sagen, es ist geil. Ein typisches Mustang-Heck. Immer wieder schön anzuschauen. Einfach nur herrlich. Bis hierhin gab es nicht viele Besonderheiten. Einige kleinere Details gehe ich dann später mal drauf ein, wenn das Auto soweit fertig ist. Bis hierhin soweit alles wahnsinnig stabil. Von oben, von unten haben wir es ja schon gesehen. Die Details mit den Prints, ich kann es schon mal vorwegnehmen. Also es gibt Probleme, ich hoffe ihr könnt es sehen. Da ist der ein oder andere Aufkleber, das haut nicht so ganz hin. Ach, der Aufkleber, der ein oder andere Print, das haut nicht ganz hin. Da gehen wir nachher im Detail mal drauf ein. Schön ist er. Einfach nur schön. Ich stürze mich jetzt auf den 5. und vorletzten Bauabschnitt. Da haben wir ihn fertig, den 5. vorletzten Bauabschnitt. Der Motor ist jetzt zur Gänze fertig. Die Türen sind fertig. Im Prinzip das Ganze außenrum haben wir jetzt geschafft. Was haben wir da? Ein bisschen schief.
Sieht ja keiner, ist auf meiner Seite, alles gut. Bis hierhin eine Menge Bauspaß, da gibt es überhaupt nichts zu bestreiten. Da hat Lego wirklich mal wieder einen sehr, sehr großen Wurf gelandet. Mir gefällt es sehr gut. Und da ich es kaum erwarten kann, dass dieses Auto jetzt endlich fertig ist und auf den eigenen 4 Rädern stehen kann, halten wir uns gar nicht lange auf. Die Details schauen wir uns ganz zum Schluss an und wir legen jetzt los. Da ist er fertig. Der Ford Mustang GT Fastback von 1967. Er gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Ich habe ihn jetzt in der Straßenversion hier stehen. Ich werde ihn auch so lassen. Die NOx-Anlage, die Hutze, die Sidepipes, die Frontlippe und den Heckspoiler habe ich natürlich mitgebaut. Einfach nur um zu gucken, sind alle Teile da. Wie sieht es aus? Anbauen werde ich das Ganze nicht. Wir können gleich im Detail vielleicht mal eben kurz gucken. Dann halte ich es mal grob dran. Dann kriegt ihr so eine kleine Idee davon, wie es dann aussehen könnte. Mir gefällt er so, wie er ist. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das Modell mal im Detail an. Da haben wir ihn jetzt. Die Speichenfelgen, die Verkleidung, wie ich finde, ein rundum gelungenes Modell. Von hinten schön die 4 Ofenrohre. Nochmal von der anderen Seite. Die Motorhaube lässt sich öffnen, gewährt uns einen Einblick auf das Triebwerk des Ganzen. Auch den finde ich sehr gelungen. Hier unten sieht man so ein bisschen die Bautechniken. Kann man jetzt sagen, ist störend. Lassen wir die Motorhaube lieber unten. Andere Leute stört es vielleicht überhaupt nicht. Nur mal eben schnell. Die Mitte lässt sich ganz einfach entfernen. Da kommt dann die Hutze drauf. Ich halte jetzt einfach mal nur hier so ein bisschen hin, dass man so eine kleine Idee davon bekommt. Mir persönlich gefällt es nicht. Ich bleibe dann lieber bei der ganz normalen Motorhaube. Macht es doch einiges mehr her. Auch die Frontschürze ist dann nicht so meins. So ungefähr käme sie hier dran. Aber das ist ja dann unterm Strich auch Geschmackssache. Die Türen lassen sich selbstverständlich öffnen. Können wir mal einen Blick ins Interieur werfen. Die Sitze, das Armaturenbrett im 60er Jahres-Style. Wenig Technik, nicht wie heute, alles sinnlos überladen und überlastet. Ja, auch das gleiche nochmal. Ob das Mustang-Zeichen auf dem Lenkrad jetzt so sein muss oder ob es einfach nur als Zusatzteil dabei gewesen ist und in der Bauanleitung nicht näher beschrieben wurde, das vermag ich nicht zu sagen. Ich habe es da drauf gemacht, ich werde es auch drauf lassen. Wäre ja dann doch ein bisschen schade, wenn es einfach nur in der Kiste verrotten würde. Das Dach lässt sich recht mühelos abnehmen, ist fixiert an 2 Stellen. So können wir dann auch von oben nochmal wunderbar hier reinschauen. Das alte klassische Autoradio, natürlich ohne Navigation. Den Kofferraum, der lässt sich öffnen. Hier sieht man so ein bisschen, dass Lego es wirklich immer noch schafft, mit Farben nicht zu geizen. Schenken uns also durchweg bunte Modelle. Hier wäre dann auch der Platz für weitere PS, wenn man sie mal schnell benötigt. Und hier kommen wir schon wieder zu einer Sache, wo ich sage,
schade Lego. Die letzte Konsequenz, wirklich mal auf Prints überzugehen, vermisst man hier deutlich. Wir haben hier einen Aufkleber und hier wird dann wieder mit einem Print gearbeitet. Da hätte ich mir dann auch hier einen Print gewünscht, genauso wie die Kennzeichen. Man kann es ganz deutlich sehen, das sind Aufkleber. Den weißen Rand finde ich persönlich dann doch sehr störend, aber sei es drum, ändern kann ich es ja leider auch nicht. Auch das GT-Abzeichen, hier wäre ein Print auch überhaupt kein Problem gewesen. Auch da hat man sich dann wieder für einen Aufkleber entschieden. Das gleiche finden wir im Cockpit. Ich glaube, ich muss das mal von der Seite machen. Ja, von der Seite finden wir das auch. Also der Mustang auf dem Lenkrad, der ist ein Print. Der Drehzahlmesser, und der Drehzahlmesser muss man in dem Fall sagen, weil zum Tacho hat es dann nicht gereicht, sind auch beides Prints. Und das Autoradio, das hat man uns dann wieder als Aufkleber gegönnt. Also wie gesagt, da fehlt die letzte Konsequenz, zu sagen, wenn wir schon Prints machen, dann überall. Hier haben wir wieder einen Print. Jetzt muss ich noch mal eben schnell alles zusammenbauen und zumachen. Mit einer Hand immer sehr schön, aber das schaffen wir. So, und das Dach auch noch mal wieder drauf. Denn was mir gleich beim Bauen aufgefallen ist, ich hatte es eingangs ja auch schon erwähnt und ich habe in Foren davon gelesen, das sind diese Prints. Wenn wir da jetzt mal genau hingucken, ganz stimmig sind diese nicht. Es gibt immer wieder leichte Versätze. Hier kann man es auch wieder schön erkennen, dass sie nicht durchgängig sind, das ist klar, werden von Steinen unterbrochen. Hier ist es dann ein recht gerade und ebenes Bild. Und hier kann man es dann auch wieder sehen, gibt es dann doch leichte Versätze. Das würde ich jetzt sagen, ist Jammern auf hohem Niveau. Hier auch nochmal beides Aufkleber. Auch hier hätte man bestimmt mit Prints arbeiten können, wie man es hier wieder getan hat. Und hier kann man sehen, hier ist der Print ein wenig verunstaltet. Den werde ich mir dann die Tage mal schnappen und wenn es zum nächsten Lego Shop Besuch geht, habe ich den sicherlich in der Tasche und hoffe darauf, dass man mir den austauschen wird. Hier nochmal ein Blick auf die Felgen, Bremsscheiben. Federung hat das Auto keine. Dafür kann man, das habe ich euch ganz vorenthalten, das Fahrwerk dann nochmal hinten nach oben bringen. So liegt er dann hinten um einiges höher. Ist auch wieder eine Sache, das ist dann mehr was für die Tuning-Freunde. Ich lasse ihn lieber in der Straßenversion stehen. So, habe ich was vergessen? Sagt es mir schnell. Mir fällt jetzt nichts ein. Ach, die Lenkung. Wir haben ein Auto, was gelenkt wird. Die Lenkung funktioniert. Der Einschlag ist jetzt nicht unbedingt der größte. Also zum Spielen auf dem Teppich möchte das Zimmer dann aufgeräumt sein, weil bei dem Wendekreis liegen wir, denke ich mal, schon im Bereich der Titanic. Aber sei es drum, wir haben ein Auto, was man lenken kann. Zum Hinstellen mit eingeschlagenen Rädern macht es sich vielleicht ganz gut. Hier schließt sich jetzt der Kreis vom Modell über den Karton zum Modell. Was bleibt zu sagen? Für mich ein sehr schönes Modell, ein sehr gelungenes Modell. Nach einigen Rückschlägen, die man ja bei Lego in den letzten Monaten in Kauf nehmen musste, würde ich sagen, haben wir hier wieder ein sehr interessantes Modell. 1471 Teile für 129 €, zurzeit noch Lego exklusiv. Das, denke ich mal, wird sich aber bald relativieren und somit wird auch der Preis im freien Handel mit Sicherheit nochmal 10 bis 20 €
fallend sein. Aktuell haben wir einen Steinepreis, der liegt bei ungefähr 11,04 Cent. Ich finde, das Ganze ist in Ordnung. Da liegen Lizenzen drauf, Zusammenarbeit mit Ford, das werden die auch nicht umsonst gemacht haben. Sei es drum. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir ein wenig dabei zuzuschauen. Aller Anfang ist schwer. Ich war mit Sicherheit genauso nervös wie ihr, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr auch gerne den Daumen runter benutzen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, denn nur aus Fehlern kann man lernen. Und so, denke ich mal, arbeiten wir uns hier Stück für Stück mit jedem Video in die richtige Richtung. Mir hat es, wie gesagt, viel Spaß gemacht, euch das Modell mal näher zu führen. Ich werde den jetzt nehmen, gehe damit auf meinen Teppich und werde damit ein paar Runden rumcruisen. Euch wünsche ich bis zu meinem nächsten Video eine schöne Zeit. Macht das Beste draus, vor allen Dingen bleibt gesund und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen.